Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich einen ganz aktuellen Füllfederhalter vorstellen. Und zwar erneut von der chinesischen Marke Jinhao, die kennt ihr alle. Das ist ein Großproduzent von Füllfederhaltern unterschiedlichster Preislagen. Heute möchte ich euch den ganz aktuellen Jinhao 82 vorstellen. Der Jinhao 80, den habe ich auf meinem Kanal und meiner Website ja bereits vorgestellt, und der Jinhao 82 ist jetzt hier das neueste Modell. Und wie immer möchte ich euch natürlich ein bisschen was zu dem Füllfederhalter sagen, die einzelnen Bestandteile vorstellen, möchte euch erzählen, wo ich ihn gekauft habe, wie viel er gekostet hat. Dann machen wir Maße und Gewicht, danach machen wir einen Schreibtest. Dann sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Jinhao 82. Und zum Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee. So sieht er aus, der Jinhao 82. Den gibt es in ganz vielen Farben. Ich habe hier so ein leichtes Gelb, Elfenbein, wie man es auch benennen will. Verkauft wurde als Gelb, aber sieht auch ein bisschen nach Elfenbein aus. Das habe ich mir hier geholt. Ich finde so von der Form her, klassischer Füllfederhalter, sieht edel aus, ist Kunststoff. Der Clip, fangen wir hier mal mit der Kappe an. Wir können mal gucken, wie lange wir brauchen, um die abzudrehen. Eine Umdrehung. 2 Umdrehungen. 2 und ein bisschen. Also gut 2 Umdrehungen brauchen wir, um die Kappe abzudrehen. Legen wir den Füllfederhalter mal nebenhin. Wenn wir hier ein bisschen weiter rein zoomen, dass ihr hier das auch gut seht. Hier seht ihr, das Band unten, Jinhao, ist nicht geätzt, ist wie so ein bisschen mit einem Rastermuster da eingeprägt, sieht sehr edel aus. Ansonsten alles hier Kunststoff mit Metall, wird hier ein bisschen fleckig. Clip, kommen wir auch schon zur ersten kleinen Einschränkung, der ist fast nicht wegzubekommen. Also der ist kaum nutzbar. Ich glaube, da macht man auch hier den Füllfederhalter kaputt, weil der steht so stark unter Spannung. Wenn man bedenkt, hier oben ist alles Kunststoff, dann wird der über kurz oder lang möglicherweise da ausbrechen. Okay. Aber ansonsten muss ich sagen, hier mit diesem Band, es gibt dem Ganzen auch nochmal ein bisschen Stabilität. Wir haben hier nochmal Kunststoffgewinde auf Kunststoffgewinde, das dürfte auch halten. Also insofern, die Kappe sieht gut aus. Kappenkopf ebenfalls im selben Kunststoff gehalten. Sehr schönes Material. Beim Blick nach innen sieht man die gesamte Kappe innen auch, nicht mit einer Extrakappe versehen, sondern alles aus Kunststoff. Ja, dann kommen wir hier zum eigentlichen Füllfederhalter. Griffstück finde ich sehr schön, auch in der gleichen Farbe. Feder typisch Jinhao. Es ist eine F-Feder. Ist eine typische Jinhao-Feder, auch der Tintenleiter ist typisch Jinhao, da gibt es keine Besonderheiten, schrauben wir es mal auf. Hier haben wir ein Metallgewinde mit einem Kunststoffgewinde, muss man sich anschauen, wie lange das hält, aber ich finde sehr bemerkenswert, hier haben wir nochmal einen Dichtungsgummi, also man hat hier schon einen gewissen Aufwand betrieben. Denn ich muss euch sagen, dieser Füllfederhalter, der kostet ungefähr 4,50 € inklusive Versand. Ich habe den über AliExpress bekommen. Und da ist das schon eine Menge. Konverter wie immer mit dabei, auch hier gebrandet mit Jinhao. Bei der Tinte habe ich mich für Diamine Imperial Purple entschieden. Und habe ich schon befüllt. Griffstück ist sehr, sehr griffig. Und das Ganze sieht sehr gut aus, wirkt wertig und sieht nicht aus wie 4,50 €, wenn ihr mich fragt. Dann kommen wir hier zum Schaft. Auch hier Kunststoff in der gleichen Farbe, auch innen durchgefärbt Kunststoff. Oben ein silbernes Metallabschlussband vorm Kopf. Und da müssen wir einfach mal gucken. Da lässt sich, glaube ich, nichts abschrauben. Ne, sieht nicht so aus. Also das ist fest verbunden. Das ist zur Zierde da. Aber wie gesagt, schöne Farbe. Wirkt wertig. Okay, wir schrauben ihn mal zusammen wieder. Wenn ihr den zusammenschraubt, merkt man, dass hier diese Kunststoffverbindung ist. Die bremst das so ein wenig. Jetzt möchte ich euch eine Sache zeigen. Der ist relativ kurz. Dann kommen wir nämlich auch gleich zu Maßen und Gewichten.
dieser Füllfederhalter misst, so wie ich ihn jetzt hier in der Hand habe, 11,2 cm. Also es ist für mich die absolute Grenze. Ich habe allerdings auch recht große Hände. Da muss ich sagen, der könnte ein Stückchen länger sein, aber das ist kein Problem. Ihr könnt die Kappe aufstecken, die hält auch bombenfest. Wie ihr hier seht, da kann ich noch ein Bild dran ziehen und dann sieht das Ganze schon anders aus. Und der Füllfederhalter ist leicht, der wiegt befüllt mit der Tinte und dem Konverter 20 Gramm. Also da hat man auch keine Probleme. Und wenn man die aufsteckt, wird das Ganze auch nicht kopflastig, sodass das eher ein Füllfederhalter, ich sag mal, ich will nicht von einem Reisefüllfederhalter sprechen, aber das ist doch ein Füllfederhalter, der eher für kleinere Hände gemacht ist. Aber aufgesteckt geht das sehr gut und wirkt auch nicht unangenehm, sodass das Gewicht zu stark nach hinten zieht. Also kann man gar nichts sagen. Übrigens, so aufgesteckt, wie ich den euch hier vorführe, misst er dann 14,1 cm. Und da sind wir dann wieder in dem ganz normalen Bereich eines Füllfederhalters, wie wir ihn üblicherweise auch in den Dimensionen haben. So, im geschlossenen Zustand, ganz kurz nochmal dazu, 12,5 cm. Also auch da ist es kein Riese. Er ist auch recht schlank gehalten, klassische Form, sieht sehr gut aus. Also kann man nicht sagen, für 4,50 € ein edles Teil, das nach deutlich mehr ausschaut. Ja, geliefert wird er hier wie immer in so einer Plastiktüte, die kennt ihr alle. Also als Geschenk müsstet ihr euch da was anderes aussuchen, auch wenn der Füllfederhalter wertig ausschaut, aber die Verpackung tut es nicht. Ja, okay, dann, nachdem wir Maße und Gewichte gemacht haben und ich euch den Füllfederhalter beschrieben habe, machen wir als nächstes einen Schreibtest. Der Schreibtest. Wir haben hier vor uns, und ich werde ihn gleich mal aufstecken, weil dann schreibt sich's für meine Handgröße angenehmer, den Jinhao. Jetzt hat er ein kurzes Anschreibproblem. Jinhao 82. Das ist ein ganz neues Modell von Jinhao und ist vor kurzem erst auf den Markt gekommen. Wir haben hier eine F-Feder und die Tinte ist Diamine Imperial Purple. So, Papier ist wie immer Clairefontaine. DCP 160 Gramm. Okay, dann werden wir jetzt mal den Schreibtest machen und ihr könnt mal wieder hören, wie der Füllfederhalter hier übers Papier gleitet. Ja, also klingt sehr, sehr angenehm. Bin kein allzu großer Fan von feinen Federn, aber diese hier, muss ich sagen, ist sehr gut gelungen. Auch so wie beim Jinhao 80, das hat mir auch gut gefallen. Da kann man wirklich nichts sagen. Ist nicht kratzig, gibt Feedback, aber absolut angenehm. So, jetzt haben wir einen Moment offen gelassen. Er hat ja hier oben, hatte ich euch ja gezeigt, hat er mal einen kurzen Aussetzer gehabt nach dem Anschreiben. Mal gucken, wenn ich jetzt ein bisschen offen lasse, wie dann schnelles Schreiben geht. Na, da ist er sofort da. Ja, da gibt es auch kein Problem. Wenn ihr euch mal hier anschaut, der Tintenfluss für eine feine Feder, der ist wirklich sehr, sehr gut. Das erklärt auch, warum es hier kein Problem gibt. Dann versuchen wir das Ganze mal verkehrt rum. Mal gucken, wer das da kommt. Ihr hört es schon, deutlich mehr Feedback, deutlich dünnere Linienführung. Also ich würde mal hier sagen, extra fein. Und er hält aber durch. Also insofern
habe ich auch schon Füllfederhalter gehört, die deutlich unangenehmer klingen, wenn man verkehrt herum mit ihnen schreibt. Dann schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen Variation hineinbekommen in die F-Feder. Ja, sogar das geht, mit leichtem Druck. Schaut mal hier, schaut mal hier. Hier seht ihr das nochmal, da seht ihr das. Also kann man sagen, auch da hat Jinhao eine sehr gute Feder gebaut, die auch ein wenig, ich sag mal, Variation zulässt. Ja, ansonsten muss man sagen, wirklich ein gelungener Füllfederhalter. Liegt gut in der Hand, schreibt sich angenehm, kann man nicht mehr zu sagen. Eine Sache wollte ich euch nochmal zeigen. Wenn man das, muss ich mal ein bisschen hier schärfer stellen. Wenn man hier das Griffstück oder die Feder in das Tintenglas eintaucht, jetzt kann man es hier nicht mehr sehen, ich glaube, ich habe das so ein bisschen abgegriffen, dann kann es sein, dass sich kurzfristig mal dieses Plastikgriffstück hier so ein bisschen mit verfärbt. Aber ihr seht, schon nach, ja, ich sag mal wenigen Minuten ist das weg. Ich habe das ein bisschen abgeputzt und jetzt hier auf dem Video könnt ihr es schon gar nicht mehr sehen. Aber wie gesagt, da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Könnte mir vorstellen, dass wenn ihr es nicht sauber macht, aber das macht man ja normalerweise, dass sich das Plastik hier vielleicht auch ein bisschen einfärbt. Ja, okay. Dann war das hier der Schreibtest des Jinhao 82 und dann erzähle ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt an diesem Füllfederhalter. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Jinhao 82, dem brandneuen Modell, hier zeige ich ihn euch nochmal, von Jinhao. Ja, gut gefällt mir das klassische Design. Ich finde, das ist ein sehr schön ausschauender Füllfederhalter. Mir gefällt auch die Farbe. Wie gesagt, es gibt ihn in Rot, in Grün, in Schwarz natürlich, also in ganz vielen Farben. Schaut euch das Angebot einfach an und da müsst ihr euch selber eine schöne Farbe aussuchen. Mir hat dieses Gelb hier sehr gut gefallen und ich mag, wie gesagt, diese klassische Form. Es ist ein eher schlanker Füllfederhalter, aber trotzdem, ich habe ein angenehmes Schreibgefühl gehabt. Die Feder ist wieder hervorragend, hat Jinhao, auch wenn es eine feine Feder ist. Ihr wisst, ich mag lieber die mittleren oder sogar die breiten. Das ist dann eigentlich meine favorisierten Federn. Aber diese Stahlfeder, die Jinhao hier gemacht hat, wirklich, wirklich gut. Und was mir auch sehr gut gefallen hat für eine feine Feder, ein super Tintenfluss. Also die Diamine-Tinte, ihr habt es gesehen, da ist wirklich ordentlich was aufs Papier gekommen. Das hat mir alles sehr gut gefallen. Was hat mir weniger gut gefallen? Ja, ich finde, er ist ein bisschen kurz. Ich schraube ihn nochmal auf und halte ihn hier nochmal in der Hand. Ihr seht, der kommt eigentlich so gar nicht so richtig aus meiner Hand heraus und vorne greife ich schon knapp über der Feder zu. Also ich kann den hier mit meiner Hand fast schon komplett verstecken. Ich finde, da ist er ein bisschen kurz, deswegen muss man ihn aufstecken und dann sieht das Ganze anders aus. Schaut es euch hier an. Also aufgesteckt finde ich ihn sehr gut, ansonsten finde ich ihn für meine Hand ein bisschen kurz, aber das ist natürlich individuell. Also wer kleinere Hände hat, der ist mit diesem Füllfederhalter wirklich sehr gut bedient, weil er liegt super in der Hand, wie ich euch schon gesagt habe. Da kann man nichts falsch machen. Ja, was gefällt mir noch nicht? Das Typische, was ich immer wieder bei chinesischen Herstellern bemängel, es gibt nur extra fein und mittel und breit wird so gut wie gar nicht angeboten. Ich würde mir hier wünschen, dass man da die Modellpalette ein wenig erweitert und den Füllfederhalter auch mit einer mittleren oder mit einer breiten Feder anbietet. Und was auch nicht passt, ich hatte es euch vorhin gezeigt, ich zeige es euch hier nochmal, dieser Clip, da ist Vorsicht geboten. Der ist so fest, da brecht ihr, glaube ich, oben an der Kappe hier, an dem Kappenkopf, brecht ihr, glaube ich, das Plastik heraus, wenn ihr den wirklich zu stark biegt, damit der dann auch aufgeht. Ich würde euch davon abraten. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, aber das ist nur eine Vermutung. Ich habe jetzt da keine Hinweise darauf. Ich habe auch im Internet diesbezüglich noch nichts gefunden. Der ist ja auch noch ganz neu auf dem Markt, der Füllfederhalter. Aber ich würde den Clip eher nicht verwenden. Ja, und die letzte Sache, wo ich so ein bisschen geschaut habe, habe ich euch auch schon in meinem Test bei der Schreibprobe mitgeteilt. Das ist, wenn man den Füllfederhalter ins Tintenglas setzt, um die Tinte aufzuziehen in den Konverter, dass das Griffstück sich so ein bisschen leicht einfärbt. Das geht aber wieder weg. Das ist jedenfalls meine Erfahrung oder die Erfahrung nach dem ersten Befüllen.
Kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt an der Tinte lag, an der Diamine-Tinte, dass ich diesen Eindruck hatte oder wie das sich in der Zukunft verhalten wird. Das ist so ein erster Eindruck, den sollt ihr einfach wissen und dann müsst ihr euch selber ein Bild machen. Ja, das waren eigentlich schon die negativen Punkte. Würde ich mir wieder kaufen. Also zu einem eindeutigen Ja hat es nicht gereicht, aber ich sag mal so, ich würde ihn mir sehr wahrscheinlich wieder kaufen, weil mir gefällt das Design, mir gefällt die Farbe, er liegt gut in der Hand, es schreibt sich sehr schön. Er ist mir halt einfach nur ein Stückchen zu kurz, aber für 4,50 € ist das ein wirklich sehr gutes Schreibgerät. Da könnt ihr nichts falsch machen. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Also da muss man schon, ich sag mal, die machen sich eigentlich nur im eigenen Hause damit Konkurrenz. Ansonsten würde ich vielleicht in Richtung Lambitu noch denken. Aber auch da ist für 4,50 € muss man auch nochmal schauen. Ansonsten muss ich sagen, ja, gibt es eigentlich nur hausinterne Konkurrenz für diesen Preis, dass man da so ein Schreibgefühl für bekommt. Ja, dann würde mich natürlich eure Erfahrungen interessieren. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Vielleicht spielt ihr ja mit dem Gedanken, euch dieses brandneue Modell von Jinhao zu holen. An der Stelle sei es nochmal gesagt, ich bekomme weder was von AliExpress noch von Jinhao, sondern ich mache das Ganze, um euch hier einen Rat zu geben, ob das ein Füllfederhalter für euch ist oder auch nicht. Das könnt ihr mir in den Kommentaren mitteilen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal logischerweise auch abonniert. Und erstmal vielen Dank an die vielen Zuschriften, die ich schon bekommen habe und an meine Abonnenten. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.